2014 unterzeichneten einige europäische Staaten die Istanbul-Konvention zum Schutz der Frau gegen Gewalt. So auch die Türkei. Aber die Mehrheit der Staaten haben die Konvention nicht unterzeichnet, weil sie die darin ebenfalls erhaltene Gender-Ideologie ablehnen. Aus gleichem Grund hat sich später auch die Türkei von dieser Konvention distanziert. Am Kampf gegen Gewalt an Frauen hält die Türkei aber weiterhin fest. Die Gender-Ideologie möchte die Geschlechterunterscheidung Mann und Frau abschaffen. Man soll nicht mehr nach Geschlecht unterscheiden. Das ist für die Türkei ein Widerspruch zum Familienprinzip und lehnt das deshalb ab. Gewalt an Frauen darf nicht geduldet werden. 2020 gab es in der Türkei 300, in Deutschland 301 und im Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Schweiz 270 getötete Frauen in Partnerschaften. Das muss weltweit gestoppt werden. In der Türkei wurde bereits 2004 die Strafe für Gewalt an Frauen durch die AKP-Regierung mit mehrjährigen Haftstrafen eingeführt und damit mit der Strafe für Folter an Mitmenschen gleichgesetzt. Frauen bekommen Hilfe bei häuslicher Gewalt über die Telefon-Hotline 183. Bekannt ist, dass die heutige Türkei sehr restriktive gegen Kriminalität vorgeht. Die Türkei fokussiert sich auf Gerechtigkeit für alle Menschen. Im Parlament debattierte man sogar über Kastration als Strafe, bei Vergewaltigung oder Kindermissbrauch. Historisch gesehen haben Frauenrechte gerade in der Türkei große Tradition. Schon 600 nach Christus wird die Frau im Koran erstmals mit Frauenrechten ausgestattet und hört erstmals vom Erben, während in der christlichen Welt die Frau noch mehrere hundert Jahre als Sache oder Tier behandelt wurde. Selbst im Osmanischen Reich wurde die Gewalt an Frauen hart bestraft. Frauenrechte zeigen sich auch 1923 mit der Gründung der Republik Türkei. Als damals das Schweizer Zivilgesetzbuch übernommen und ins Türkische übersetzt wurde, änderte Atatürk den Frauenartikel und gab der Frau schon damals das aktive und passive Wahlrecht. Darauf hatte die Türkei den weltweit zweitgrößten Anteil an Frauen im Parlament nach Finnland. 1938 konnte die erste Kandidatin zur türkischen Präsidentschaft aufgestellt werden. Sabiha Gökçen war im gleichen Jahr die erste Kampfpilotin der Welt. Und im Jahr 1993 wurde die erste türkische Ministerpräsidentin gewählt. Frauenrechte waren in der Türkei schon immer allgegenwärtig. Dennoch ist die Gewalt an Frauen noch immer sehr verbreitet. Das kann man nicht auf den Islam begründen, erklärt der türkische Präsident. Die Kultur der Patriarchen gab es bis zum Islam. Danach erkannte man, wer wirklich Muslim ist. Auch wenn es wahhabitischen Salafisten heute anders sehen wollen, die Türkei wird sich auch ohne Istanbul-Konvention für Frauenrechte einsetzen.